Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Tutorial über die Nutzung von Sprachmodellen in OpenRefine über eine Schnittstelle, über eine API, und alles, was ich jetzt zeigen werde, läuft auf meinem Rechner. Das heißt, es werden keine Daten an einen anderen Server geschickt, sondern ich habe ein kleines Sprachmodell in eine bestimmte Anwendung geladen, die ich gleich zeigen werde, und OpenRefine wird direkt mit diesem Sprachmodell kommunizieren, sodass die Prozesse automatisiert ablaufen und ich nur warten muss, bis die Ergebnisse präsentiert werden. Das Projekt, was ich dafür benutze, ist eines, in dem sich in einer Spalte Kurzbiografien von KünstlerInnen befinden, und ich möchte die gern auswerten. Ich möchte da die Lebensdaten rausziehen, und wenn ich für sowas ein Sprachmodell benutzen wollte, dann könnte ich jetzt hier die Biografie zum Beispiel einfach mal nehmen und füge die in meinem Chatbot ein. Und das ist jetzt hier die Anwendung, von der ich gesprochen habe, die heißt LM Studio. Das ist eine Anwendung, bei der ich mir Open Source Sprachmodelle runterladen kann. Die sind jetzt alle geeignet, um auf meinem Rechner zu laufen, der nicht sehr viel Speicher hat. Ich benutze ein Modell, das sieht man hier in dem Chat, das habe ich hier geladen. Da kann man auswählen, welches Modell man lädt. Das Modell, was ich hier geladen habe, heißt Mistral Instruct, und das hat, wie man sieht, das läuft jetzt gerade, benötigt fast 4 GB Speicher. Das ist aber gar nicht so viel, und ich kann das eben auf meinem Rechner problemlos laufen lassen. Das Chatfenster betreibe ich mit einem Systemprompt, also einem Basisprompt, der auf alle Nachrichten angewendet wird, und das ist jetzt hier. Ich hätte gerne ein Basic JSON, weil ich möchte das gern strukturiert, die Antwort haben. Die besteht aus den Lebensdaten, und es sollen keine weiteren Informationen hinzugefügt werden. Welches Sprachmodell geeignet ist für so einen Zweck, wie der Prompt aussehen muss, das ist dann was, da muss man rumprobieren, um die passende Version und Variante zu finden. Das funktioniert für den Zweck ziemlich gut, wie ich gleich zeigen werde. Ich kopiere jetzt mal einfach meine Kurzbiografie hier rein und sende die an das Sprachmodell, und dann schauen wir mal, was als Antwort zurückkommt. Und dann sehe ich jetzt hier, da wird der Name nochmal angegeben, und dann bekomme ich die gewünschten Lebensdaten, auch mit der Benennung, die ich mitgeliefert hatte, und das ist auch schon alles. Das ist jetzt die Antwort, die vom Chatbot generiert wurde und die ich jetzt wieder zurück in mein OpenRefine-Projekt kopieren könnte, wenn ich wollte. Und das müsste ich dann natürlich für jede Zeile machen. Jede Kurzbiografie müsste rauskopiert werden, in den Chatbot rein, dort bearbeitet und dann wieder zurückkopiert werden, was ja einfach sehr aufwendig ist. Nun ist es aber so, dass LM Studio, und das gilt auch für andere Anwendungen dieses Typs, man muss ja nicht das nehmen, liefert ein eigenes Server mit, auf dem sozusagen die Anfragen geschickt und gesendet werden können und die Antworten gesendet werden können. Und diesen Server starte ich, indem ich hier drauf klicke. Also das sind jetzt die Einstellungen, die ich da vornehmen kann, und ich muss darüber gar nicht so viel wissen, außer dass es eine Adresse gibt, die ich da anspreche, und in der Nachricht, die ich schicke, die hat jetzt eben eine festgelegte Struktur. Da gibt es auch einen Systemprompt, das ist jetzt hier Always Answer in Rhymes, und es gibt einen User-Content, also eine eigentliche Nachricht, und die ist Introduce Yourself, und das würde jetzt bedeuten, wenn ich das schicke, dann bekomme ich ein Gedicht vom Sprachmodell geliefert, in dem es sich selbst einführt. Ich halte den Server mal kurz an, weil der lief jetzt gerade noch. So, dann starte ich den Server, indem ich hier auf diesen Start-Button drücke, und dann muss ich eben eine Nachricht dahin schicken, und ich kann das jetzt wie hier, das ist der Vorschlag, dass man das über das Terminal macht, das Beispiel hier. Ich habe auch andere Beispiele, aber ich habe mir dafür ein kleines Python-Skript geschrieben, das enthält dieselben Informationen, die eben auch hier geschickt werden. Ich habe eine Adresse, an die ich schicke, ich habe eine Systemnachricht, sozusagen die aus dem Chatfenster rüber kopiert. Hier habe ich geschrieben, generate basic JSON und so weiter. Das habe ich jetzt hier einfach eingefügt, genau den gleichen Text. Und ich habe hier meine eigentliche Nachricht, nämlich die Kurzbiografie, die habe ich hier eingefügt, weil das ist die User-Nachricht. Und wenn ich jetzt diesen Server starte und starte auch das Skript, also lasse das laufen, dann schickt das, und das werden wir jetzt gleich sehen, eine Nachricht an den Server, und jetzt wird die Antwort generiert, und wie im Chatfenster wird die eben Stück für Stück aufgebaut, Token für Token, und wenn sie fertig ist, wird sie zurück an das Skript geschickt, und das dürfte gleich der Fall sein. Nachricht wird ein bisschen länger. Hier ist eben sozusagen das Problem der Sprachmodelle, dass da auch Informationen mitgeliefert werden, die ich vielleicht nicht unbedingt haben will, aber die Hauptsache in dem Fall ist ja, es sind erstmal die Informationen
drin, die ich möchte. Und jetzt ist die Antwort fertig. Das ist sozusagen die Gesamtnachricht, die abgeschickt wird. Und das ist der Content, also das, was ich im Chatfenster jetzt als Antwort sehen würde. Und mich interessiert nur der Content, deswegen wertet das mein Skript aus und dann bekomme ich drunter eben die Antwort. Und jetzt kann man hier sehen, also das ist sozusagen das, was ich haben wollte. Das entspricht ziemlich genau dem, was hier im Chatfenster auch geliefert wurde. Jetzt hat es hier aber noch die Nationalität mit aufgenommen, obwohl ich die nicht angefragt hatte. Also das sind die Schwierigkeiten von diesen Sprachmodellen. Manchmal machen die mehr, als man möchte. Die machen selten weniger, die machen oft mehr. Hier wurden noch Zusatzinformationen als Kommentare eingefügt. Sowas müsste man dann eben bereinigen oder den Systemprompt so klar schreiben, dass das System auf jeden Fall dies nicht generiert. Aber ich habe schon mal die Grundstruktur und ich hätte jetzt die Möglichkeit, eben die strukturierten Informationen hier rauszuziehen, in neue Spalten zu schreiben in meinem OpenRefine-Projekt und damit weiterzuarbeiten. Die Voraussetzung ist aber, dass OpenRefine und der Server direkt miteinander sprechen. Also das sozusagen, jetzt habe ich ja gerade nur eine Nachricht hier hingeschickt und die Antwort bekommen, aber ich möchte ja nacheinander alle Zellen als Nachrichten an den Server schicken. Und dafür habe ich ein zweites Skript erstellt. Das ist etwas anders, damit es in OpenRefine funktioniert, aber im Grunde genommen muss man nichts anderes machen. Also das wäre jetzt sozusagen der Gesamtprozess. Ich installiere mir LM Studio, ich lade mir ein Sprachmodell runter, ich überlege mir einen Basisprompt, was will ich eigentlich von meiner Zelle wissen. Dann nehme ich dieses Skript, das hier in der Zelle drin ist, kopiere mir das einfach rein. Ich habe jetzt hier schon einen Basisprompt definiert, also sozusagen die Struktur ist die gleiche. Ich habe hier meine Systemprompt-Nachricht, die habe ich Basisprompt genannt, die habe ich hier hochgeschoben, damit ich das schnell finde. Das ist der Text, den ich anpassen muss, weil das dem in diesem Fenster hier entspricht, also die Nachricht, die immer zugrunde gelegt wird zur Bearbeitung. Und dann steht hier Value und das heißt, an der Stelle wird der Wert aus der jeweiligen Zeile genutzt. Und dann eben an den Server geschickt. So, jetzt habe ich meinen Server wieder gestoppt. Das muss ich machen, weil sonst der Prozess nicht korrekt anläuft und dann sozusagen hängen bleibt in einer Schleife. Also ich habe meinen Server jetzt hier noch nicht gestartet. Jetzt erzeuge ich in OpenRefine eine neue Spalte und zwar indem ich auf Edit Column gehe und Add Column based on this column. Also sozusagen die neue Spalte soll den Inhalt dieser Spalte benutzen und auf welche Art das passieren soll, definiere ich hier. Und ich sage jetzt erstmal, ich brauche einen Spaltennamen, den habe ich jetzt hier Server Response genannt, zweimal, damit die Spalte etwas breiter in OpenRefine angezeigt wird. Das wird immer über den Spaltenkopf definiert. Ich habe hier als Sprache Python ausgewählt und ich füge jetzt hier mein Skript einfach ein. Und in dem Skript, das kann ich ja nochmal zeigen, steht eben ganz oben mein Basisprompt. Ich könnte jetzt hier also auch Änderungen vornehmen und sagen, ich hätte gern den mit der und der Struktur und das ist die Information, die ich haben will. Also ich kann das auch mehrfach drüber laufen lassen. Und jetzt sagt es mir hier erstmal, es gibt einen Fehler, weil die URL wird nicht geöffnet und das liegt daran, dass der Server noch nicht läuft. Den starte ich jetzt und klicke hier auf OK. Und jetzt können wir sehen, dass das Skript angefangen hat, sozusagen Nachrichten an diesen Server zu schicken, also aus OpenRefine heraus. Es werden jetzt hier die Antworten formuliert und die Antworten werden dann, das ist jetzt die zweite Nachricht, die nächste Zeile, Max Brot in dem Fall, die Antworten werden dann zurück zu OpenRefine geschickt. Von OpenRefine, in OpenRefine wird von meinem Skript der Antwortteil herausgenommen aus der Nachricht und wird dann in die neue Spalte eingefügt. Und das kann ich aber jetzt noch nicht sehen, das kann ich erst sehen, wenn der Prozess durchgelaufen ist. Wir sind jetzt hier offensichtlich gerade beim letzten Element meiner vier Zeilen angekommen. Also die letzte Nachricht wird gerade bearbeitet und wenn das jetzt fertig ist, dann können wir ja mal schauen, wie das Ergebnis aussieht. Also wenn die Nachricht jetzt abgeschickt ist, genau, dann habe ich hier mein Resultat, das heißt, ich habe eine neue Spalte, die heißt Server Response und in der liegen strukturiert Informationen aus diesen jeweiligen Zellen drin. Und wir können sehen, also hier wurden Informationen hinzugefügt, die ich gar nicht angefragt hatte, die sich auch auf den Text beziehen. Das ist ja an sich jetzt erstmal kein Problem, wenn ich weiß, ich möchte Geburtsdatum, Geburtsort und so weiter rausziehen, dann können da auch mehr Informationen drin stehen, aber wenn ich das jetzt streng kontrollieren wollte, müsste ich entsprechend mein
meinen Prompt noch etwas anpassen, aber im Grundprinzip hat es funktioniert und ich könnte jetzt sagen, davon ausgehend, mach das bitte für die ganze Tabelle, weil ich möchte mir gerne neue Spalten erzeugen, in denen immer nur das Geburtsdatum oder der Geburtsort drin steht. Das ist alles, was zu tun ist, um aus OpenRefine heraus ein Sprachmodell zu nutzen. Das war es zu diesem Workflow. Falls es dazu Anmerkungen gibt oder Fragen, dann doch bitte in die Kommentare oder mich direkt anschreiben.